Ein Doppeldecker als Hochgeschwindigkeitsjäger. Das klingt wie ein Widerspruch aus der falschen Ära. Doppeldecker, das war die Welt des Ersten Weltkriegs. Von Fokker und Richthofen, von Holz und Segeltuch. Hochgeschwindigkeitsjäger, das war 1944. Strahltriebwerke, Metallrümpfe, eine Welt im Wandel. Beides zusammen. Auf den ersten Blick unmöglich. Und doch, in einem Konstruktionsbüro bei Messerschmitt entstand genau das. 2 Flügel, einer über dem Rumpf, einer darunter, die sich im Flug gegenläufig drehten wie eine riesige Schere. Die Me P 1109. Nicht berühmt, kaum dokumentiert und trotzdem eine Idee, die Deutschland nicht fertigdenken durfte, aber Frankreich schließlich aufgriff. Sommer 1944. Der Krieg ist für Deutschland faktisch verloren, auch wenn das in offiziellen Berichten noch anders klingt. An den Fronten zieht man sich zurück, in der Luft dominieren die Alliierten mit einer Übermacht, gegen die bloße Kampfkraft längst nicht mehr ausreicht. Und in den Konstruktionsbüros herrscht ein seltsames Nebeneinander aus Druck, Pflichtgefühl und echtem Erfindergeist. Ingenieure arbeiten an Flugzeugen, die den Lauf der Dinge noch wenden könnten. Nicht aus blindem Optimismus, sondern weil es ihre Aufgabe ist. Was Deutschland in diesem Moment braucht, ist kein verbessertes Kampfflugzeug. Es braucht ein grundlegend anderes. Schneller, schwerer fassbar, aerodynamisch weitergedacht als alles, was die Alliierten kennen. Kurz zuvor hat Richard Vogt bei Blum und Voss einen radikal ungewöhnlichen Ansatz entwickelt. Einen einzigen Flügel, der sich um eine zentrale Achse drehen kann. Ein Ende nach vorne, das andere nach hinten. Das Oblique-Wing-Konzept. Die BVP 202. Beim Start quer zur Flügelrichtung für Auftrieb und Kontrolle. Im Hochgeschwindigkeitsflug gedreht für reduzierten Luftwiderstand. Wer mehr darüber wissen will, wir haben dazu ein eigenes Video. Der Link liegt unten. Eine clevere Idee. Und eine, die bei den richtigen Leuten Aufmerksamkeit findet. Bei Messerschmitt stellt man sich eine einfache Folgefrage. Die BVP 202 hat einen drehbaren Flügel. Was, wenn man 2 nimmt? Die Me P 1109 ist kein Doppeldecker im klassischen Sinne. Sie hat zwar 2 Tragflächen, eine über dem Rumpf, eine darunter, aber was sie von jedem frühen Doppeldecker der Luftfahrtgeschichte unterscheidet, ist nicht die Form, es ist die Bewegung. Beide Flügel sollen sich drehen, und zwar in entgegengesetzte Richtungen. Dreht der obere nach rechts, dreht der untere nach links. Eine Schere, die sich öffnet. Daher auch der Name, den Historiker und Modellbauer später für dieses Konzept prägten. Scherenflügel. Stellt euch das im Flug vor. Beim Start stehen beide Flügel senkrecht zur Flugrichtung. Maximale Spannweite, maximaler Auftrieb. Das Flugzeug verhält sich in dieser Phase wie ein ganz normales, zumindest von außen. Dann nimmt die Geschwindigkeit zu, die Flügel beginnen sich zu drehen. Der Querschnitt, den das Flugzeug durch die Luft schiebt, wird kleiner, gleichmäßiger. Der Luftwiderstand sinkt, die Geschwindigkeit steigt. Die aerodynamische Grundlage ist die sogenannte Flächenregel. Die Erkenntnis, dass ein Flugzeug bei hohen Geschwindigkeiten einen möglichst gleichmäßigen Querschnittsverlauf braucht. Mit dem Scherenkonzept lässt sich diese Regel elegant erfüllen. Jede Querschnittsfläche des Flugzeugs wird von der Tragfläche nur einmal geschnitten. Das klingt abstrakt. In der Praxis bedeutet es weniger Widerstand, mehr Effizienz, höhere erreichbare Geschwindigkeiten. Und hier liegt der entscheidende Vorteil gegenüber der BVP 202. Bei der P 202 dreht sich ein einziger durchgehender Flügel. Das erzeugt Asymmetrie. Ein Ende schiebt vor, das andere zurück. Das Flugzeug entwickelt dabei eine natürliche Tendenz, um die eigene Achse zu rollen, was die Steuerung bei hohen Schwenkwinkeln schwierig macht. Durch das Gegenläufige der P 1109 sollten sich diese Kräfte teilweise aufheben. 2 Flügel, die sich gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Ein Gleichgewicht, das die P 202 nie herstellen konnte. Zumindest in der Theorie. Die Spannweite in ungeschwenkter Position
9,4 Meter, die Länge etwa 12 Meter. Als Antrieb waren 2 Heinkel-Hirt HS 011 Triebwerke vorgesehen. Die stärksten deutschen Strahltriebwerke der Zeit, je 12 Kilonewton Schub. Beide seitlich am Rumpf montiert, denn an drehbaren Flügeln lässt sich kein Triebwerk befestigen. Berechnungen deuten auf eine mögliche Höchstgeschwindigkeit von über 1000 Stundenkilometern hin. Ein Wert, den damals kaum ein anderes Projekt auch nur annähernd anstrebte. Und jetzt kommt das, was dieses Projekt wirklich rätselhaft macht. Die Originalunterlagen der Me P1109 sind bis heute kaum lesbar. Das Quelldokument ist beschädigt, Teile sind schwer bis unleserlich, selbst die Projektnummer ist nicht sicher überliefert. Manche Quellen nennen P1109, andere sprechen von P1101-18-108. Eine Bewaffnung? Nicht angegeben. Ein Fahrwerk? In den Originalplänen schlicht nicht vorhanden. Ingenieure, die das Konzept später weiterführten, mussten es einfach hinzuerfinden. Das bedeutet, dieses Flugzeug war so früh in seiner Entwicklung, dass nicht einmal die elementarsten Fragen gestellt waren, geschweige denn beantwortet. Wie landet es? Womit schießt es? Unbekannt. Und trotzdem war die Kernidee klar genug, dass jemand sie aufschrieb, sicherte und schließlich weitertrug. Wenn euch diese Geschichte gefällt, freuen wir uns über ein Abo. Es kostet nichts und hilft uns sehr. Danke. Mai 1945. Deutschland kapituliert. Was folgt, ist die vielleicht größte systematische Wissenssicherung der modernen Geschichte. Amerikanische, britische und französische Teams durchsuchen Konstruktionsbüros, Forschungseinrichtungen und Fabrikhallen. Sie holen Pläne, Triebwerke und Ingenieure. Richard Vogt, der geistige Vater des Oblique-Wing-Konzepts, gelangt über die Operation Paperclip in die USA. Er arbeitet zunächst für die Air Force, später bei Boeing. Die Idee der Me P1109 aber bleibt nicht nur in Amerika. In Frankreich tauchen nach dem Krieg Zeichnungen auf, die auf dieses Projekt oder zumindest auf seine Grundidee zurückgehen. Wer sie dorthin brachte, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Ob Messerschmitt selbst dahinter stand, eine andere Firma oder ein einzelner Ingenieur mit einem Stapel Papier im Gepäck, die Quellen schweigen. Klar ist, das Konzept wird nicht begraben. Es verschwindet für fast 2 Jahrzehnte weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein, aber es verschwindet nicht vollständig. Und 1950 baut René Leduc in Frankreich ein Flugzeug. Eines mit einer Triebwerksanordnung, die weit über die damals üblichen Konstruktionsprinzipien hinausgeht. Triebwerke, die den Rumpf beinahe umschließen, eine Bauweise, die kein klassischer Flugzeugkonstrukteur der Vorkriegszeit je in Betracht gezogen hätte. Die direkte Verbindungslinie zur Me P1109 lässt sich nicht lückenlos beweisen, aber die Parallelen in der Denkweise sind da. Und sie sind schwer zu ignorieren. In den USA nähert sich Robert T. Jones am NASA Ames Research Center dem Oblique-Wing-Konzept von der wissenschaftlichen Seite. Ab der zweiten Hälfte der 1950er Jahre analysiert er systematisch, was ein schräg gestellter Flügel wirklich leisten kann. Seine Schlussfolgerungen sind eindeutig. Unter bestimmten Bedingungen übertrifft ein solches Flugzeug konventionelle Entwürfe in Effizienz und Reichweite deutlich. 1979 fliegt das NASA AD-1, das erste bemannte Experimentalflugzeug mit drehbarem Flügel. Bis zu einem Schwenkwinkel von etwa 45 Grad funktioniert es gut. Darüber hinaus werden die asymmetrischen Auftriebskräfte zu einem ernsthaften Steuerungsproblem. Das Programm endet 1982 ohne Nachfolger. Das gegenläufige Scherenkonzept der Me P1109, 2 Flügel, die sich gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen drehen, bleibt dabei völlig unerprobt. Es war zu komplex, zu unfertig, zu weit von der verfügbaren Technik entfernt. Aber die Frage, die es aufwirft, ist bis heute keine abgeschlossene. Kann ein Flugzeug seine eigene Geometrie aktiv dem Flugzustand anpassen und dabei in jedem Moment aerodynamisch nahezu optimal sein? Die Messerschmitt Me P1109 endet nicht mit einem Triumph, sie endet mit einem beschädigten Dokument, einer unsicheren Projektnummer, keinem Fahrwerk in den Plänen und
keinen bekannten Kampfdaten. Ein Flugzeug, das auf dem Papier kaum existierte und in der Geschichte noch weniger. Und doch hat sie etwas hinterlassen. Nicht als gebautes Muster, nicht als bekannter Name, aber als Richtungsangabe. 2 gegenläufig drehbare Flügel, 1944 aufgezeichnet, 1945 irgendwo mitgenommen, 1950 in Frankreich vielleicht weitergedacht. Eine Idee, die zu radikal war für die Zeit, in der sie entstand und die trotzdem nicht ganz verschwand. Manchmal sind das die interessantesten Geschichten. Nicht die Projekte, die gebaut und geflogen wurden, sondern die, die zeigen, wie weit das Denken der Zeit wirklich reichte. Was meint ihr? Welches Papierprojekt dieser Ära verdient mehr Aufmerksamkeit? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo. Bis zum nächsten Mal.